this particular sermon in dieser speziellen Predigt is based on an episode which transpired as Jesus was moving. geht es um eine Episode, als Jesus umherzog. Once when Jesus was going from one village to another, Als von einem zum anderen Dorf ging, he passed through a place called Samaria, kam Wer? er zu einem Ort, der Samaria hieß, the Jacob's well was situated, wo der Jakobsbrunnen war. and his disciples went to the nearby town Und to seine obtain some food. Jünger sind in die nahegelegene Stadt gegangen, um Essen zu besorgen. Jesus remained behind at the well. Jesus ist am Brunnen aber zurückgeblieben And a woman came there with a pitcher, und eine Frau ist gekommen mit einem Krug. and Jesus asked her Und Jesus hat sie gefragt for water. nach dem Wasser. And the woman replied, from when do the Jews drink water from us? Woher bekommen die Juden unser Wasser? And Jesus replied, woman, you know not who asked thee for a drink of water. Frau, du weißt nicht, wen du um Wasser gebeten hast. For I can give you the water of life which can quench your thirst forever. Denn ich kann dir das Wasser des Lebens geben, das dir den Durst für immer stillen wird. And the woman replied, sir, I have very much need of that water. Und die Frau antwortet, ja, das ist Wasser, das möchte ich gerne haben. For I am tired of coming to this well to draw water. Denn ich bin es müde, immer zum Brunnen zu kommen, um Wasser zu holen. For Jesus said, I can give you that water which will be a well within you for eternal life. Und deshalb hat Jesus ihr gesagt, ich kann dir das Wasser geben, das dich ewig tränken wird. And they kept on conversing. Dann haben sie sich weiter unterhalten And during the conversation, the woman said, und während der Unterhaltung hat die Frau gesagt, I understand from our prophets have said that unsere Propheten haben gesagt, we meditate in the mountains and in Jerusalem. man solle in den Bergen und in Jerusalem meditieren. And the woman and Jesus said, Und Jesus sagte, woman, you know not where you meditate, where people meditate. Frau, du weißt nicht, wo die Leute meditieren. For you neither meditate in the mountains nor in Jerusalem. Man muss weder in Jerusalem noch in den Bergen meditieren. For God is a spirit Denn Gott ist ein Geist and is to be worshipped. und er muss im Geiste angebetet werden. So therefore he said, our Lord said, Und deshalb sagte unser Herr, woman, the time shall come, and now is, Frau, die Zeit wird kommen und sie ist eben jetzt, when true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. wo wahrhafte Anbetung im Geiste und in der Wahrheit geschieht. And such the Father seeks. Und so der Vater gesucht wird. For God is a spirit and is to be worshipped as a spirit. Gott ist ein Geist und muss im Geiste angebetet werden. But not in the mountains nor in Jerusalem. Nicht in Jerusalem oder in den Bergen. But God is a spirit and is to be worshipped as a spirit. Gott And ist Geist und muss im Geiste angebetet werden. and when you worship Him in spirit, you are worshipping Him in truth. Und wenn ihr ihn im Geiste anbetet, betet ihn in Wahrheit an. And the Father seeks such worshippers. Und der Vater sucht solche Anbeter. Of course, Jerusalem is a place, but that's not the place where God is to be worshipped.
Natürlich ist Jerusalem ein Ort, aber das ist nicht der Ort, an dem Gott angebetet werden soll. But the meaning of the word Jerusalem is peace. Aber die Bedeutung des Wortes Jerusalem ist Friede. When you are in Jerusalem, that is, when you are in peace, Wenn ihr in Jerusalem seid, das bedeutet, wenn ihr im Frieden seid, when you are at peace with yourself, wenn ihr mit euch im Frieden seid, then you will be worshipping God in spirit. dann betet ihr Gott im That's- Geiste an. So that is the true Jerusalem. Das ist das wahre Jerusalem. When you are at peace with yourself, you are in Jerusalem. Wenn ihr im Frieden mit euch selbst seid, dann seid ihr im Jerusalem. No matter where you are. Egal wo ihr seid. So therefore, this sermon is all about this: how to worship the divine in spirit. Deshalb geht es in der Predigt genau um das, wie man das Göttliche im Geiste anbetet. So when true worshippers, so you are a true worshipper of the divine. Wenn man ein wahrer Anbeter des Göttlichen ist, So who is a true worshipper? aber wer ist das? The one who worships God with all his heart and with all his being. Derjenige, der Gott mit ganzem Herzen und ganzem Sein anbetet. And in this worship, when you have all love for God, Wenn ihr alle Liebe für Gott habt, out of your love and reverence for God, you worship Him. aus voller Liebe And betet ihr das Göttliche an. with your heart, you only want Aus God. ganzem Herzen wollt ihr nur Gott, Then you are a true worshipper. dann seid ihr ein wahrer Anbeter. And then you shall worship the Father in spirit. Und dann werdet ihr den Vater im Geiste anbeten. Of course, the word Father is used here Natürlich ist das Wort Vater hier gebraucht in the Christian tradition, meaning the divine. und es bedeutet das Göttliche. So that is why Jesus says, the Father who is within me is the Father who is in you too. Hat Jesus gesagt, der Vater, der in mir ist der Vater von euch, ist auch in euch. And the Father is a spirit. Der Vater ist ein Geist. Spirit means that which is. Here Das and bedeutet- there and everywhere. Das, was ist, hier, dort und überall. So the Spirit as such has it is a consciousness. Das heißt, es ist ein Bewusstsein And it has no location. und es hat keinen Ort. Has consciousness a location? Hat das Bewusstsein einen Ort? No, it is here and it is there and it is Nein, everywhere. es ist hier, es ist dort, es ist überall. And it is that consciousness which is called as a spirit. Es ist dieses Bewusstsein, Spirit Was? with a capital S. Geist genannt wird. And therefore, when you understand what it is and worship that, Und wenn ihr versteht, was es ist und es richtig anbetet, and this sermon is going to tell you how to worship and where to worship. und das, was richtig ist, wie These are es the two- geht, das two sagt euch points. diese Predigt. How to worship and where to worship. Und zwar beides, was angebetet werden soll And such Wie and such und worship wo. and such worshippers the Father seeks. Und solche Anbeter sucht der Vater. So take note of the first thing he says, the time shall come and now is. Und deshalb heißt es, die Zeit wird kommen und ist eben jetzt. He who would worship the Father must betake himself into eternity in his desires and hopes. Da die wahren Anbeter den Vater im Geiste und in der Wahrheit anbeten und die Ewigkeit. And that means he should leave all his desires and hopes. Das bedeutet, er soll alle seine Wünsche und Verlangen verlassen Yes. und seine Hoffnung, Hopes too. Hoffnungen auch. Don't hope for anything. Hofft überhaupt nichts, Don't desire for anything. verlangt nichts. Yes. And then, what should you do? Und dann, was sollt ihr tun? There is one place, the highest peak of the soul. Und es gibt dann einen Ort, das ist der oberste Teil, die Spitze der Seele. And you have to worship the Father in spirit and therefore in eternity. Und man soll den Vater im Geiste und eben in der Ewigkeit anbeten. And there, to get there, he says there is one, the highest peak of the soul.
Und die höchste Spitze der Seele, der oberste Teil der Seele, which stands above time der über der Zeit steht and knows nothing of time or of the body. und nichts von der Zeit und vom Körper weiß. So when you are not aware of time, Wenn man sich der Zeit nicht bewusst ist, when you are unconcerned of time, wenn man sich auch nicht um die Zeit kümmert, you are in eternity. dann ist man in der Ewigkeit. And when will you be there? Und wann wirst du dort When will sein? you be in eternity? Wann wirst du in der Ewigkeit sein? Yes, you will be in eternity Du wirst in der Ewigkeit sein, in a special state. in einem speziellen Zustand. And I will mention that later Ich werde das später noch when erklären, that particular topic wenn, comes. wenn die spezielle Stelle kommt. And also at the same time knows nothing of time or of the body. So when you are unaware of time, you are in eternity. There is no time there. Wenn ihr eben nicht mehr des Körpers und der Zeit bewusst seid, dann seid ihr in der Ewigkeit. And you're also not aware of the body too. Auch so, der Körper, dessen ist man sich auch So nicht mehr bewusst. you have even forgotten when you are in that state, you even forget that you have a body. In diesem Zustand weiß man nicht, dass es einen Körper gibt. So therefore, younger the better, because you have less disturbance from the body. Und deshalb, je jünger ihr das macht, umso besser, desto weniger wird euch der Körper dabei stören. So this eternity, and when are you in this eternity? Eternal time, eternity? Und wann werdet ihr in diese Ewigkeit eintreten? When you are in the now. When you are in the now, Im Jetzt. you are living in the eternity. Wenn ihr im Jetzt lebt Be- oder seid, dann seid ihr in der Ewigkeit. When you are in the now, there is no time. Wenn ihr im Jetzt seid, gibt es keine Zeit. It's a constant now. Es ist ein konstantes In this Jetzt. constant now, you are unconcerned of the past or of the In future. diesem unveränderlichen Jetzt gibt es keine Gegenwart und keine Zukunft. And when you are in the now, you are in the eternal now. Und wenn ihr im Jetzt seid, ganz im Jetzt seid, seid ihr im ewigen Jetzt. And that is how God wishes you to worship Him. Und das ist so, wie Gott will, dass ihr ihn anbetet. And He says, to worship the Father in spirit and in truth. Then what is the truth? Er sagt dann, ja, den Vater anbeten im Geiste und in der Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Yes. In order to understand the truth, it says God is truth. Um die Wahrheit zu verstehen, heißt es, Then what is the Gott truth? ist die Wahrheit, aber was ist sie? All that is in time and that God created is not the truth. Alles, was sich in der Zeit befindet und das Gott erschaffen hat, ist nicht die Wahrheit. Anything which exists in time and which was created by God is not the truth. Alles, was sich also im Universum befindet und erschaffen wurde, ist nicht die Wahrheit. So therefore truth is that which is eternal. Die Wahrheit ist das, was währt, was ewig ist. So that which is eternal has no past, no future and no present. Und was ewig ist, hat keine Vergangenheit It eternally is, it eternally exists. und keine Zukunft. Es ist ewig, immer. But unfortunately, he says, what to say, there are people who worship a shoe or a cow or an image, what to do? Aber unglücklicherweise gibt es Leute, die irgendetwas anderes anbeten, zum Ja. Beispiel eine Kuh oder Yes, that's what he says. People worship a shoe or a cow or an image or something ein else, Bild oder sonst or a irgendetwas. graven image or golden image. They make a golden image Machen vielleicht ein goldiges Bild or worship anything else. oder beten irgend sonst was Alas, an. what to do? People are like that. Und was soll man tun? Die Leute sind so. They are foolish folk. Sie sind ein dummes Volk. And as soon as you pray for creatures, because these are all creatures,
Aber sobald man zu Kreaturen betet, whether it's a human creature or a divine creature, any creature is a creature. ob eine göttliche Kreatur oder eine menschliche Kreatur, Because he says, as soon as you pray to God for creatures, you pray for your own harm. It's your own downfall. wenn man das anbetet, dann betet man zu seinem eigenen Schaden. For all creatures, for you will gather what? When you pray to all these things, you will gather bitterness and trouble and evil and distress. Und wenn man das tut, wird man Bitterkeit und Unglück auf sich ziehen. Because they prayed for such things. I have sometimes said that whoever seeks God and seeks anything with God does not find God. Und ich habe öfters gesagt, wer irgendetwas anderes sucht als Gott, findet Gott nicht. If you seek God, seek only God. Wenn ihr Gott sucht, sucht nur Gott. If you seek God with something else, then you will miss God. You will never get God. Wenn ihr Gott und noch was anderes dazu sucht, dann werdet ihr Gott nicht finden. If you seek God in order to obtain some powers, you will miss God but get the powers. Wenn ihr Gott sucht, um irgendwelche Kräfte zu erhalten, werdet ihr die Kräfte erhalten, aber ihr werdet Gott nicht bekommen. If you seek God to get riches, you will get riches, but you won't get God. Wenn ihr Gott sucht, um reich zu werden, werdet ihr den Reichtum erhalten, aber nicht Gott. So whatever you want, whether it be psychic powers or any other powers, or fame or name, alles, was ihr anstrebt, ob das psychische Kräfte ist oder Ruhm, berühmt zu werden, oder I remember an incident which was told to me in Rishikesh, up in the Himalayan mountains. ich erinnere mich an einen Vorfall im Himalaya. This happened about nearly 80, 90 years ago. Etwa 80, 90 Jahre ist es her. I was told this, that there was a holy man who passed that way. Man hat mir erzählt, es gab einen Heiligen, der dort durchging. So he asked two monks, what do you want? Hat zwei Mönche gefragt, was willst du? And one monk said, he wants fame. Und ein Mönch hat gesagt, ich will berühmt sein. And the other monk said, he wants God. Und der andere hat gesagt, ich will Gott. So the holy man said, so be it, you have whatever you want. Und You will get whatever you want. hat gesagt, so soll es sein. Ihr bekommt, was ihr wollt. And nothing was heard of the other monk who wanted God, because he only wanted God. And he must have got his God. Und von dem Mönch, der Gott wollte, hat man nie mehr etwas gehört, denn er hat Gott bekommen. But the other monk said that he wanted fame, and he became internationally famous. Und der andere Mönch, der hat gesagt, er möchte Ruhm und er ist international berühmt geworden. But both worship God. Aber der eine hat Gott angebetet. So therefore, if you worship God for wanting something else, you will only get the something else. Aber wenn ihr Gott anbetet, um was anderes zu bekommen, werdet ihr nur das andere bekommen. But you will miss God. Aber ihr werdet Gott verfehlen. So that's what he says. Whoever seeks God and seeks anything with God does not find God. Wer immer Gott sucht und etwas anderes noch dazu, der findet Gott nie. But he who seeks God alone in truth finds God. Aber derjenige, der Gott allein in der Wahrheit sucht, der findet Gott. But the wonderful thing is when you find God, Und was für eine wunderbare Sache ist das, wenn ihr Gott findet. at the same time, God provides you with everything. Gleichzeitig wird Gott euch mit allem ausstatten. Because at that time, it's the nature of God to provide you with everything. Und zu diesem Zeitpunkt ist es dann die Natur Gottes, euch alles zu geben. So, if you seek God, Wenn ihr also Gott sucht, if somebody asks you, why do you seek God? wenn ihr also jemanden fragt, warum suchst du Gott? His answer will be, because He's good. That's why you Dann seek Him. sollte seine Antwort sein, weil er Gott ist. Das sollte genügen. Why do you seek truth? Warum sucht ihr die Wahrheit? Because it is the truth. Weil sie wahr ist. That's why you want the truth. Deshalb wollt ihr sie ja, weil sie wahr ist. Why you seek righteousness? Warum sucht ihr die Gerechtigkeit? Because it is righteousness.
Weil es gerecht ist. And therefore it's correct. Und deshalb ist es richtig. So thus in this manner, when you seek God, because He is God, you seek it. Weil Gott Gott ist, sollt ihr ihn suchen. So that He says, he who has once been touched by truth, justice and goodness, will never leave it. Wer einmal von der Wahrheit und Gerechtigkeit getroffen wird, wird sie nie mehr verlassen. These are the golden three which each person should possess. Sind die goldenen drei, die jede Person lieben soll. Truth, Wahrheit. yes. When you seek truth, Wenn ihr die Wahrheit sucht, you must be true and truthful in everything. müsst And you ihr auch, and you will never deviate from that. müsst ihr auch wahrhaftig leben. Yes, because God is truth. Und denn Gott ist die Wahrheit. And truth is God. Und Gott ist die Wahrheit. So therefore, Wahrheit ist in Gott. order to realize the truth which is God, you must be true and truthful in all what you are. Deshalb müsst ihr in allem, was ihr tut, wahrhaftig und ehrlich sein. And therefore, you will never leave that state. Und ihr sollt diesen Zustand nicht verlassen. Yes, so truth. Then justice. They Und go dann together. Gerechtigkeit, das gehört dazu. You will be just in all your dealings with every Ihr person. werdet gerecht sein in all euren Handlungen. There will be a sense of justice within you. And you will never deviate from that sense of justice. Ein Sinn für Gerechtigkeit haben und diesen werdet ihr nie verlieren. And the third thing is goodness. Und das dritte ist Güte. When these two are there, automatically goodness will be there in you. Wenn diese drei da sind, seid ihr automatisch auch gütig. This is a way to find and discover a holy person. Das ist auch die Art, woran man einen Heiligen erkennen kann. In a holy person, all these three things will be naturally there. In einem heiligen Menschen werden alle diese drei natürlicherweise There will be a vorhanden natural sein. goodness in the person, Es wird eine natürliche Güte in dieser Person vorhanden or a sein. natural divineness in the person. Oder eine natürliche Göttlichkeit. And the sense of justice also will be there in this person. Ein Sinn von Gerechtigkeit. Ein And the Sinn für person, Gerechtigkeit. and truth and true, the person will be true and truthful in Und sie everything. wird in allem wahrhaftig sein. So therefore, when you are touched by these, one can never leave it. Wenn man davon mal berührt worden ist, kann man es nicht mehr verlassen. So such a person will never leave these. Und ein solcher Mensch wird diese nicht In verlassen. the same way also, God cannot quit or leave his godhood. Auf die gleiche Art kann Gott selbst seine Gutheit auch nicht verlassen. God is always in his godhood. He has never left or deviated from that. Gott in seiner Güte hat sich niemals seine Güte verlassen. So even right now too, if that is the case, then that godhood is there within every one of us, everyone in the whole universe. Und in jedem von uns ist Gott anwesend. So therefore, Deshalb, when you see God the Father wenn ihr Gott den Vater seht and God alone, und nur Gott, you will find God with all that he has to give. werdet ihr Gott vorfinden mit allem, was er zu geben hat. Yes, all that God has to give. Alles, was Gott euch zu geben hat. And that which he has to give is love, Und was er euch zu geben hat, ist Wisdom. Liebe, Weisheit, knowledge. Wissen. Everything comes along with God. Alles kommt dann von Gott. So therefore, Und deshalb and God will not hide anything from you. wird Gott auch keine Geheimnisse vor euch Yes. haben. Why? Warum denn? Because he has love for you. Denn er liebt euch. So where you have love, you want to give totally. Und wenn ihr Liebe habt, dann wollt ihr alles You geben. don't want to keep anything. Ihr wollt nichts zurückbehalten. Yes. So he would have to show it to you and give it to you, all what he has.
His entire being, He gives it to you. Wird also sein ganzes Sein zu euch geben. And that is how a true master also does. Und das ist das, was ein wahrer Meister auch tut. A true master does not hold anything back. Ein wahrer Meister hält nichts vor euch He geheim. gives it to you freely Er gibt es euch and totally. frei und ganz. He doesn't hide something and keep something. Er behält sich nichts in der Tasche zurück. It is totally given. Es wird vollständig und ganz gegeben. And what is given is lovingly given. Und was gegeben wird, wird aus Liebe So in the gegeben. same way also God makes you His. Und auf dieselbe Whatever Art God has to give is given to you lovingly. wird Gott euch alles geben, was er zu But- geben hat. In order for you to receive, what should you do? Aber damit ihr es empfangen könnt, was sollt ihr tun? In order to be with God and receive God in your heart, Damit ihr Gott in eurem Herzen empfangen könnt, what has the soul to do? was muss die Seele tun? He says the soul has two faces. Er sagt, die Seele hat zwei Gesichter. Her upper face gazes at God all the time. Das obere Gesicht schaut Gott an die ganze Zeit. And the lower face looks down somewhat and guides the senses. Und das andere Gesicht, das tiefere Gesicht, schaut die Sinne an. Now he says, her upper face gazes at God all the time. Und er hat gesagt, das obere Gesicht, das schaut Gott die ganze Zeit an. So we say, the soul has two things. Wir haben gesagt, die Seele hat zwei Dinge. The powers of the soul. Die Kräfte der Seele Huh? And the powers of the soul and the ground of the soul. und den Grund der Seele. Now the powers of the soul, Und die Kräfte der Seele, they are to be directed. die sollen geleitet werden. So her upper face gazes at God all the time. Her upper face, that is to say, the higher faculty within you, looks to God all the time. Und das obere Gesicht der Seele, das schaut immer das Göttliche an. Looking to God all the time is Immer to, auf Gott ausgerichtet, means bedeutet looking to God within you. Gott in dir selbst And within you, anzuschauen. and within you where? Wo in dir selbst? In the ground of your soul. Im Grunde deiner Seele. Looking at God at the ground of your soul is the upper face. Das obere Gesicht ist, in den Grund der Seele Gott zu schauen. Which gazes at God all the time. Und das die ganze Zeit. So when you are gazing at God all the time, in the ground of the soul, Am Grunde der Seele die ganze Gottheit schaut, that is called the upper face of the soul. nennt man es das obere Gesicht der Seele. You are gazing. Er starrt Gazing dahin. means looking. Das heißt, What? intensives Schauen. You are not thinking there. Aber ihr denkt Remember, dabei nicht. thinking is an operation of the mind. Denn Denken ist You are not thinking there. eine Operation des But you are Verstandes. gazing. Aber ihr Gazing with your eyes closed. starrt dahin mit So, with your- geschlossenen Augen. So with your eyes closed, when you are gazing means you are being silently aware. Das bedeutet, dass man nur sich still gewahr ist, bewusst ist. So this is one faculty that you have, the soul has, the upper face, Eine Fähigkeit, die Seele hat, das obere Gesicht, to be silently aware of God within you, sich in der Stille Gottes in dir gewahr zu sein, in the ground of your soul. im Grund deiner Seele. And then he says the lower face looks down somewhat and guides the senses, the lower face. Und das untere Gesicht schaut runter und kümmert sich um die Sinne. Yes, your lower face, of course, you know, it guides the senses and the mind and all that. Es leitet Tells you how to operate, where to operate, in what way to operate. Es That's the leitet lower face. die Sinne, den Verstand und alle Kräfte. Das ist das untere Gesicht der Seele. The upper face, which is the apex of the soul, is in eternity. Das obere Gesicht, das die Spitze der Seele ist, das befindet sich in der Ewigkeit And has nothing to do with time.
Und das hat nichts mit der Zeit zu tun. It knows nothing of time Es weiß nichts von der Zeit or of the body. oder vom Körper. And in this, the upper phase of the soul, which is in eternity, lies the hidden fount. Und dort liegt das versteckte Gut in der oberen Spitze der Seele. Hidden fount which will bring about all the goodness within you. Und das wird die ganze Güte in euch hervorbringen. Because Jesus said, told the woman at the well, Denn Jesus hat der Frau im Brunnen ja gesagt, I can give you the water of life, which will be the well which will never dry within you. ich kann dir das Wasser des Lebens geben, das in dir nie mehr austrocknen wird. So that is what is meant as fountain within you. Und das ist gemeint mit dem Brunnen, mit dem inneren Brunnen The fountain, in euch. the fountain which will be within you, which will give you perennial life unto eternity, Dieser Brunnen wird euch ewiges Leben geben. by which you will not thirst for anything. Und ihr werdet nichts anderes verlangen. Yes, all your thirst is quenched. Euer Durst wird gestillt sein. So it is that, and that you will arrive at, which lies hidden, the fount. Das, wo ihr hingelangen werdet, ist dieser innere Brunnen. So therefore, Und deshalb, the masters say sagen die Meister, that out of the peak of the soul, there flow forth two powers. dass die Seele zwei Kräfte habe. Peak of the soul means the apex of the soul. There are two powers. Und in der Seelenspitze diese zwei Kräfte One is the will, the other the intellect. ist das eine der Wille und das andere der Intellekt. So if you want to put your mind, if your intellect and your mind towards God, you need the will. Denn wenn ihr Gott anschauen wollt, braucht ihr dazu einen Willen. And here the intellect means through that understanding which is in tune with God's nature. Und hier bedeutet dann der Intellekt das Verständnis, das mit der göttlichen Natur übereinstimmt. So out of the wisdom that you have acquired through the teachings, you have come to an understanding that when you are in an unknowing state, your intellect is in tune with the divine. Aus einem Verständnis durch die Lehren, die euch gegeben wurden, habt ihr nun verstanden, dass ihr mit dem Göttlichen, dass ihr in dieses Nichtwissen eintreten sollt, um mit dem Göttlichen eins zu sein. Then you are in the image, you are remaining in the image of God. Dann bleibt ihr im Bilde Gottes. And in order to remain in the image of God, you have to use your will. Und um im Bilde Gottes zu bleiben, braucht es euren Willen, Yes, to maintain it. damit ihr diesen Zustand aufrechterhaltet. So therefore the intellect and the will go together in the operation. Deshalb braucht es das Verständnis, den Intellekt und den Willen gleichzeitig. So this is how So ist es. the understanding brought about by the intellect, which leads you to the unknowing state, has to be kept in that state by the will. Dass, wenn das Verständnis euch zu diesem Zustand des Nichtwissens gebracht So therefore, hat, dann muss der Wille dafür sorgen, dass ihr dort bleibt. and therefore, Und deshalb a strong will is necessary. braucht es einen starken Willen. The Dominicans gave emphasis to the will for enlightenment. Die Dominikaner haben den Willen betont.